Russland greift die Ukraine an und das führt zum Krieg mit zahlreichen Opfern. Das ist menschenverachtend und inakzeptabel. Mit allen zusammen verurteilt auch die Türkei den Angriff des russischen Militärs in der Ukraine. Aber warum hat Putin diesen Schritt gewagt? Was ist das Ziel Putins? Der Krieg führt zu einer Flüchtlingswelle, viele zerstörte Gebäude und zahlreichen Opfer. Als Gegenschlag verhängen viele Staaten Sanktionen gegen die russische Bevölkerung, was aber auch menschenverachtend ist, weil das Volk nichts damit zu tun hat. Das ist auch die Position der Türkei. Dabei war die Ukraine ein unabhängiger und neutraler Staat. Aber war Ukraine das wirklich? Im Jahr 1991 gab es in der Tat eine Abstimmung, wo die Bürger der Ukraine mit 92% für die Abspaltung von der Russischen Föderation zugestimmt haben und damit die Ukraine zu einem unabhängigen Staat wurde. Seither gibt es in der Ukraine ein eigenes Parlament, welches die Gesetze selbst verwalten kann. Das politische System sollte weiter reformiert werden, worauf im Jahr 2000 das Volk der Ukraine mit einer Mehrheit von 86% das politische System auf 2 Parlamentskammern erweitern wollte. Auch Russland besitzt ein Zweikammernparlament. Diese angenommene Abstimmung wurde dann aber nicht umgesetzt, weil die Venedig-Kommission die Abstimmung abgelehnt hatte. Mit dem Europäischen Assoziierungsabkommen folgten 2012 erste Versuche der EU, mehr Einfluss in der Ukraine zu bekommen. Dazu gehörten ein Freihandelsabkommen, aber das Assoziierungsabkommen enthielt zusätzliche Maßnahmen für eine militärische Zusammenarbeit. An den Friedensverhandlungen der letzten Tage in der Türkei war auch die Neutralität der Ukraine ein Thema. Weil das EU-Assoziierungsabkommen nicht mit dem ukrainischen Unabhängigkeitsvertrag von 1991 übereinstimmte, wurde dieses von der Mehrheit in der Ukraine immer wieder abgelehnt. Putin fordert deshalb die Unabhängigkeit der Ukraine zurück. Das würde den Krieg sofort beenden, sagte er. Bis 2013 war die Unabhängigkeit da, als sich darauf nationalistische Minderheiten aus dem Ausland in Kiew formierten, was damals zu den Maidan-Protesten führte. Damals wurde die Regierung undemokratisch geputscht. Die Regierung der Ukraine musste fliehen. Als Nachfolger wurde ein neuer Präsident ernannt, welcher das Assoziierungsabkommen sofort unterzeichnet hatte, obwohl nur rund 20% der Bevölkerung die militärische Aufrüstung und die NATO befürwortet hatten. Wer sich dagegen stellte, wurde verfolgt. Deshalb gab es auch schon 2014 eine Flüchtlingswelle nach Europa und darauf die Besetzung der Krim. Vielleicht hätte der Westen schon damals mehr für den Frieden machen müssen, sagt auch die Türkei. Und so kam es heute leider zur Entnazifizierung durch Putin.